Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 mit dem Battle Gear. Er ist endlich fertiggestellt. Ende der letzten Folge hatten der gute alte Huey Emmerich fertiggestellt. Übrigens, wenn ihr die Videosequenz gesehen habt, der hatte die Brille von Hideo Kojima auf, ne? So, Entschuldigung, kann ich hier irgendwie interagieren großartig? Nein, ne? Aber ich kann da durchkrabbeln, oder? Nee, kann ich sogar auch nicht. Okay, alles klar. Kann ich sonst noch was machen? Kann ich hier rein? Nein. Jui. Danke für die Entwicklung. Aber schade, dass wir jetzt nicht großartig noch was machen können, ne? Sixtes, was ich noch nachschauen wollte, ist die letzte Hauptmission, Mission 32, was wir da hatten. Also was da noch zusätzlich gefehlt hat, das schauen wir doch jetzt nochmal gleich drauf. Boss, we need evidence to prove our suspicions about Emmerich. Head to the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. Sehr cool, neue Nebenmission anscheinend. So, wir haben einen Haufen Kassetten, werden wir heute mal alles machen. Heute machen wir es mal ein bisschen ruhiger. Die letzten paar Folgen haben wir dann doch viel gemacht. So, zu viel zu wissen. Was muss man da machen? 4 Soldaten der Suchmannschaft rausgeholt. Welche Suchmannschaft? So, den CIA-Agenten vor seiner Entdeckung durch die Suchmannschaft rausgeholt. Alter. Welche Suchmannschaft? So, was haben wir denn noch? 2 im Dorf Chago und im Lamar Karte Palace festgehaltenen Personen rausgeholt. Also willst du mich verarschen? Zwei im Dorf Chago, Chago. Nein, oder? Alter, da hätten wir den rausholen müssen. Ach Gott. Junge, ist es euer Ernst, ey? Ist es euer Ernst? Und der elektromagnetische Netzspezialist war bestimmt in diesem Chago-Kaleidorf. Ah, ist das bitte. Wir machen externe Aufträge. Wir können sogar herstellen. Alter. Haben wir dafür die Power? Fast. Wir könnten es aber trotzdem probieren. Müsste eigentlich klappen, ne? Prognostizierte Verluste 20%. Ach Gott. Erfolgswahrscheinlichkeit 53. Und dann wird es natürlich immer weniger. Komm, wir probieren es trotzdem. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz, Freunde? So, Personalrekrutierung. Da haben wir auch noch gepflegt an raus. Ansonsten können wir gerade großartig nicht viel machen. Nebenoperation sind neu hinzugekommen. Warte mal, hier blinkt ja alles, du leck mich doch fit. So, Battle Gear Hangar, trainieren, Battle Gear, ja. So, da hatten wir das, Motherbase, Belohnung, etc. Jetzt pass mal auf. Ach, unsere Jungs krepieren einfach. An einer Tour, aber wenigstens ein bisschen Kohle erhalten. 3C ist auch nicht die Welt, ne? Ist wirklich nicht die Welt. Vielleicht können wir noch kommen. Oh, jetzt sind wir Level 17. Sehr geil. Entwicklungsteam, haben wir jetzt schon Stufe 50. Geil. Was wir machen wollten, beziehungsweise was ich noch machen wollte, entwickeln, ne? War das doch. Und da können wir jetzt neue Sachen entwickeln. Ich bräuchte eine viel geilere Handfeuerwaffe, ne? Die wo so richtig reinknallt. Die haben wir ja, ne?
So, welche? Boah. Die sieht ja geil aus, ne? Alter, was ist das für ein Teil? Granaten. Aber ist doch recht laut, ne? Also von denen haben wir doch, von der Hand. Muss ich sagen, da geht doch eigentlich normaler wegen mehr, ne? Okay, was fehlt hier? Schalldämpfungsspezialist, Alter. Verdammt. Okay, die muss ich noch alle raus und okay, da können wir mal nichts machen. Dann haben wir hier natürlich noch was. Ui, den können wir herstellen. Die haut's natürlich raus, ne? Wie viel Muni haben wir da? Das ist natürlich Hauptwaffe Hüfte, ne? Da kommst du mit der Sniper auch nicht großartig weiter. Okay, weißt du was? Die könnten wir herstellen, Alter. Na, die wäre doch nicht schlecht, aber... Boah, du kannst da echt so viel machen, das ist schon krank. Haben wir hier die MG, dann haben wir hier noch ein paar Raketenwerfer. Komm, so einen geilen Raketenwerfer könnten wir nochmal herstellen, ne? Was ist da der Unterschied? Naja, die Kohle ist der Unterschied, ne? Killerbee, Alter. Cool, der Gefechtskopf ist gefüllt mit mehreren selbst zielsuchenden Mini-Raketen, um eine Reihe von Zielen mit einem einzigen Schuss zu bekämpfen. Das hört sich ja geil an, ne? Sich richtig gut an. Sollen wir mal sowas herstellen? Komm, wir stellen die her. Die hört sich nämlich ziemlich geil an. So, Schilder können wir, glaube ich, auch noch. Komm, da stellen wir noch das her. Von den Granaten könnten wir eine Lokflasche. Wirkungsdauer erhöht. Rauchgranate. Ist natürlich auch ziemlich cool, ne? Aber so eine Lokflasche werden wir sicherlich auch noch brauchen. So, dann haben wir hier die Minen, C4-Minen. Da können wir noch nichts machen. Warum? Was fehlt da? Elektromagnetischer Netzspezialist. Nein, Alter. Oh, die kosten 300.000. So, was finden wir hier noch? Auch noch 380.000. Die könnten wir noch. Da fehlt aber Arzneimittelentwickler. Leck mich doch fett. Parasitennebel, was fehlt da? Nebelparasiten, wo kriege ich die her? Da kannst du doch mal richtig pervers die aufbauen, ey. Leute. Okay. Jetzt machen wir mal Folgendes. Hier haben wir noch natürlich aktives Sonar. Betäubungsarm wäre natürlich nicht. Snake speziell Fangprotein feuert den Büschel Waffe ab und zieht Soldaten oder Gefangenen zum Anwender. Wie cool ist denn das? Wie cool ist denn das? Wir nehmen aber, komm Freunde, was soll's. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier noch, aber hier geht's nicht mehr besser, ne, eigentlich. Hier hätten wir halt die noch.
Der Revolver sieht auch nicht schlecht aus, ne? So, Maschinenpistole haben wir. Ich möchte mich jetzt da nicht auch zu lange aufhalten. Aber du hast halt kein Schalldämpfer mit den Dingern, ne? Ui, was ist das? Pumpgun. Sixtes Heli wollten wir doch noch, oder? Heli. Warte mal, Heli, ne? Hubschrauber, genau. Das haben wir doch natürlich, genau. Voraussetzung für Entwicklung, yes. Was ist das? Ach, kürzere Entsendungszeit. Hier hat man natürlich noch die AG Schieß mich tot Rakete. Komm, dann hauen wir mal die Rakete raus. Das ist bestimmt auch ziemlich cool. So. Dann hätte ich doch gesagt, machen wir nicht hier lang rum und holen uns... Das macht ihr nicht schon wieder. Jetzt haben wir auch schon wieder 12 Minuten verdattelt. Was war das? Hat einer gelacht jetzt? Wir machen Folgendes. Wir rufen nämlich unseren Heli. Please select a landing zone. Wo ist der Heli richtig? Das ist hier, ne? Landing zone confirmed. Und dann werden wir uns mal die ganzen Kassetten jetzt nochmal anhören. Sixtes und Duschen wollte ich auch noch. Und die müsste ich auch mal wieder mitnehmen. Nämlich der Sympathieding ist nicht gerade hoch bei ihm. So. So, liebe Freunde. Packen wir es an, hat er gedacht. Alter, ich hätte doch in das eine Dorf gehen müssen, ne? Da denkst du aber auch nicht dran, ne? Dass du da auch noch was machen musst. Das ist halt für die ganz sorgfältigen Spieler unter euch. Und für mich natürlich auch, mache ich doch auch gerne. Aber dann alles, Alter, das sieht schon richtig nice aus, ne? So. Dann legen wir mal los. Phantomzigarre, yes. So, wir setzen das Spiel hier natürlich fort. Oh, 57%. Boss, we need evidence to prove our suspicions about Emmerich. Head to the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. Ja, das machen wir alles, mein Freund. Wir werden aber erstmal unseren Heli anpassen. Da hatten wir aktuell das Beste von den Raketen. Haben wir die natürlich. Kürzere Entsendungszeit, Mannstoppwirkung erhöht, Kapazität erhöht. Jo, sehr geil. Panzerung, da haben wir natürlich aktuell nur die. Täuschkörper haben wir auch nur die aktuell. Wird aber weiter... Ich finde ja eigentlich so pechschwarz ziemlich cool, ne? Gold ist natürlich so richtig geil übertrieben, ne? Alter, Silber auch und das fällt halt alles so sehr auf. Pink, Alter. Junge, okay. Wir nehmen dann... wir nehmen aber dann doch... Ach, wir können switchen, musste. Geil. Der sieht natürlich cool aus, ne? Ja, das ist alles zu auffällig hier. Der ist natürlich nicht schlecht.
Also es sind schon richtig coole Camouflage-Dinger dabei. Wir nehmen aber mal die. Nein, jetzt habe ich es wieder weggemacht. Komm, dann gehen wir nochmal auf die Muster zurück. Nehmen wir mal den. Jo, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Was jetzt? Externer Auftrag, erfolgreich, geil. Dann machen wir das doch mal gleich. Externe Aufträge, mein BSD. Please select a mission. Ressourcen natürlich. Ja komm, lassen wir mal die am besten hin. Unit dispatched. So, ansonsten passt es wie gesagt auch sehr gut. Wir holen uns die Belohnung noch ab. 40.000. Immerhin. Und noch ein Bericht. 3 B. So, jetzt aber wirklich, liebe Freunde. Kassetten. Zwar haben wir 7 neue Kassetten. Alter, 7 neue. Und zwar der brennende Mann. Teil 2. Was mit dem brennenden Mann geschah? You mentioned that the man on fire was crushed under Sahelanthropus in its hangar. Yeah. He was caught under the wheels of its transport platform. But his body wasn't found. What? We searched the area the moment we arrived, but there was no trace of him. I wasn't hallucinating. I know. I trust you on that. That means someone must have taken the body. But when I got there, everything was still as it was. Even Skullface hadn't been touched. I can't see a reason to sneak into a place like that and drag out the biggest, heaviest guy there. What are you getting at? The only option left is... he got up and walked away. That platform ran him over. Just ran him over. You're saying that's not enough? I don't want to believe it, but maybe not. He shrugs off bullets, even rocket strikes. There's no reason to think that would finish him. It seems ridiculous, but I'll start gathering eyewitness accounts just in case. If you dig up anything concrete, I want to know. You'll be the first, if I dig anything up. But I hope to hell I don't. No kidding. Alter Schwede, Junge, Junge, Junge. Jetzt hat er vielleicht doch überlebt, ne? Ich glaube aber wirklich, dass da noch nicht das Ende gesprochen ist hier, liebe Freunde. So, dann machen wir natürlich weiter. This is yellow cake that Cypher was having the PFs transport. Before we met you, the boss recovered it from a truck crossing the savannah. Are there metallic archaea inside it? Yes, the archaea metabolize uranium-235 to subsist. They must be stored inside yellow cake, or they cannot survive. So those biological traces we took for impurities were actually the real cargo? Of course they are deactivated, so they do not trigger a sudden enrichment. They are like baker's yeast. Yet, they do gradually enrich the uranium as they feed. I imagine you detected weapons-grade traces. Yeah, we did. And the malachite that was loaded on the truck had traces of uranium in it too. So that's the flower, huh? Skullface was gonna sell do-it-yourself nuke kits. The uranium-enriching archaea complete with the user's manual. And the ores with the uranium could be sourced by the client or provided by Cypher. Even the trace amounts buried in common ores can be enriched to weapons-grade uranium by the metallic archaea. Proving that must have been the most important factor of the trials. That and the ability to successfully prevent detonation. So if the amounts of uranium in the ores are low enough, they can get past any inspection. And you only need a tiny amount of the archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. His plan. That was not my intention. My only goal in developing the metallic archaea was to save the Dene. What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons would save your people? After 70 years,
the Dene reclaimed the Navajo nation from which we were banished. We bore all the hardships of poverty, Approaching. but we were proud to live off the land we called our own. But in the moment the atomic bomb was dropped on Hiroshima, everything changed. I don't get it. The nuclear arms race between the US and the Soviet Union began with the end of the Second World War. Suddenly, there was a massive demand for uranium, and it was our ill fortune that the ground beneath the Navajo Nation was rich with uranium ore. The Black Ana government set up mine after mine, and many of the Dene worked them, never informed of any danger. Every day, they went to work with no protection. The slag was simply piled out in the open. When rain fell, uranium traces left behind would seep out, and when the ground dried, it was blown about as dust. Land and water were contaminated, irradiated. Many of us became sick and died. That pain lives on to this day. I had no idea. Wanting more than anything to revive the land my forebears left to me, I was delighted upon discovering microbes that eat uranium. If they could be domesticated, I believed we could rid our land of uranium. Were you successful? No. The research called for funding on a colossal scale. But nobody was willing to invest with no prospect of a return. And that's when Skullface showed up. Correct. I can save you and your people. We share the same will. That is what he said to me. And I believed him. Black Ana forced me to abandon my uranium cleanup work and focus on nuclear weapons. And he held all the Dene hostage. Today, the uranium mines within the reservation are finally closing down. It is simply less expensive now to source uranium overseas. New victims, different places. But uranium is a tactical resource. To rely on a foreign country for it is a difficult decision to make. And he was in the perfect place to influence that decision. He could have condemned your people to the mines forever. The contamination comes not only from uranium. The fallout from the Nevada nuclear tests also settled on our lands. As if our fortune were not already bad enough, we are also downwinders. To save the Dene, I must complete my original research. Alter, das ist auch krass, ne? Ich frage mich jetzt gerade nur, wer das ist, dieser Typ. Ist das den wir da rausgeholt haben, vermutlich? Alter, schon krass. Ja, ja, Geld regiert die Welt, ne? Da nehmen die auch keine Abstriche. Auch wenn Leute da qualvoll draufgehen durch die ganze Uranabreicherung. So, Code Talker und seine Forschung. Teil Nummer Duo, liebe Freunde. Was die Schädel bedeckt. The one that covers. The parasite that lives on the surface of the skull's bodies is what gives them their power. Similar to my children, who live in my skin. I modified the parasites I isolated from the body of that old man, differentiating them with various abilities. One that can blend perfectly into its surroundings by exposing the pigments in its cells at will. Another that, by harboring multiple species of metallic archaea, can oxidize and reduce metal. Isolating the one that covers and transplanting it into an artificial medium should provide the same abilities
as the skulls, but they can only subsist within a human body. Once transplanted into the medium, they will eventually die. Another thing, the weakness of the one that covers is desiccation. Their surface moisture loss is greater than ours. The reason they give off mist is to alleviate this by releasing the salts inside them as microparticles. Water vapor condenses around them, appearing as mist. But this dries out the atmosphere until they cannot even produce mist. And once their supply of water from the host runs out, the parasites are in danger. They, along with their host, enter a form of suspended animation. However, a similar effect occurs if they come into contact with a large amount of water. Rain, for instance. The one that covers will temporarily abandon other processes in his eagerness to absorb the water. Itiholone. Make the weather your ally. Also das ist jetzt auch mal wirklich sehr, sehr interessant, was der Code Talker hier erzählt hat. Denn in einer der weit vorherigen Folgen, für was weiß ich, 7, 8 Folgen, da war das gleiche mit Quiet, wo es so geregnet hat. Sie nimmt ja auch diesen Regen, nimmt sie ja durch ihre Haut auf. Folglich befürchte ich, dass er auch so einen Parasiten in sich trägt. Natürlich auch die Schädel, die haben die allergleichen Symptome wie sie. Sie können sich unsichtbar machen. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant hier, was der Typ jetzt hier gerade erzählt hat, der Code Talker. Schon richtig cool. So, jetzt haben wir noch Skullface. Der gute alte Skullface, der gestorben ist und der Gott sei Dank immer noch tot ist. Aber der brennende Mann lebt immer noch. Hewitt's dug up some interesting facts about our skull-faced friend. 9 years ago, he was exiled to South Africa, stripped of political power. The upshot's that he ceased being a serious threat, in Cypher's eyes anyway. They eased up on surveillance, giving him an opening to establish his own military unit, one that answered to his will alone. Those men likely had no idea their orders were coming from Skullface. They probably didn't even know the organization was a part of Cypher at all. Anyway, it was in South Africa where he found renewed interest in parasites. And when he discovered the vocal cord parasites, he began to make his plan. Wipe the English language out of existence. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keeps civilization, our world, alive. There was something Skullface said. America is made up of many peoples, but those peoples never mix. Quite so. One nation, home to hundreds of different ethnic groups, many of whom stick to their respective living areas, little colonies, not interacting with other groups, going out of their way to avoid one another, their land, organizations, relationships. Thus, the United States of America is no melting pot. It is more of a salad bowl. It is not made up from one people, but for its minorities to function in society, a common ground is needed. Language. Even if the country is not one. No, because it's not one, a lingua franca is necessary. English. American hegemonism was born from the illusion that English could unite diverse ethnicities. In taking in people from around the globe, America became a microcosm of it. Now the boundaries between it and the rest of the world have become blurred. However different our neighbors may be, English enables us to create symbiotic relationships with each other. If English can bring unacquainted neighbors together in America,
this should hold true for the world. This salad bowl that is the world can also become one. Und genau das wollte Skullface natürlich verhindern, indem er diese englische Sprache ja, löscht, vernichtet, kann man das so sagen? Ach ja, irgendwas ist halt immer. Okay, wir machen nochmal weiter. Code Talkers Essgewohnheiten. Kehrt zu Heroes Millers Hamburger. Wird sicherlich auch nochmal sehr interessant werden. I have spoken enough. Your men can take it from here. Will you permit me to rest? Have something to eat? I thought you don't eat. I can subsist without food. But there is more to the act of eating than nourishment. We receive nature's blessings, and we affirm our part in it. And in doing so, we express our gratitude. Sorry, it's, hearing you say you don't need to eat and that you're part of nature in the same breath. Anyway, what can we get you? Not exactly a five-star restaurant, but the kitchen's used to serving a lot of different appetites. Hamburgers. Hamburgers? Even we didn't have become Americanized. I eat them often back home. And you just can't let them go. Well, as far as symbols of the American Empire go, hamburgers are pretty good. The victory of capitalism. Your people suffered so much at the hands of America. And you ask for hamburgers. We have suffered more than you can know. But I do not see hamburgers as an accomplice. A single dish, providing a balanced helping of nature's blessings. Meat, grain, and vegetable. How could anyone hate such a magnificent thing? Says the guy who can survive on photosynthesis. Balance has nothing to do with it. You just like a good burger. That is also true. Be warned, though. I have very high standards. Don't worry. I do too. All right then. One good old-fashioned all-American icon coming up. I look forward to it. Sehr, sehr geil, muss ich schon sagen. Ach, sehr, sehr cool. Ich freue mich da echt. Alter Verwalter. So, wir passen jetzt nochmal geschwind an unseren Heli. Panzerung. Nee, wir hatten ja, glaube ich, Raketen, ne? Tauschkörper? Nee, was hatten wir? Panzerung? Nee. Okay, die Raketen sind anscheinend noch nicht fertig. Deswegen machen wir hier eine kleine Folgenpause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir haben einiges erfahren über Skullface, über diesen brennenden Mann, über die Essgewohnheiten vom Cold Talker. Aber das Interessanteste waren doch, was die Schädel bedeckt. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Ich sag das ja eigentlich nie so, und bin ich auch eigentlich nicht der Typ. Aber ich fand solche Hintergrundinformationen über einzelne Personen finde ich dann doch auch sehr interessant und nicht nur immer das Hauptspiel. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und sage bye bye. Bis morgen zu Let's Play Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Euer Frankonia. Servus.